deine Baby-Beauty-Auszeit. Prost. Prost. Meinst du, dem Kleinen geht's gut? Ist doch hier raus! Hey, Dana, du, ich bin's. Wenn du das hörst, kannst du vielleicht einfach mal kurz zurückrufen. Ich muss sofort zu meinem Kind. Aber Justus ist doch auch noch da. Martha Wolf? Ja, das bin ich. Aber ich bin noch jetzt dran. Ich entscheide, wann Sie dran sind. Ich warte dann hier. Oh, machen Sie sich keine Umstände. Sie passen hier nicht rein. Vorhin beim Friseur, da habe ich so eine Panik geschoben, das mir wichtiger war als alles andere. Aufgeben ist für Feiglinge. Sie schon wieder? Vertrauen Sie darauf, dass mein Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert? Nein, aber ich vertraue darauf, dass Sie mich auch anhören, wenn Sie mich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Ich meine, deswegen heißt es ja Vorstellungsgespräch. Ich war die Beste in meinem Jahrgang. Hier ist mein Abschluss und meine Arbeitszeugnisse. Die haben Sie ja bestimmt schon mit Ihrer Bewerbung eingereicht, oder? Ja, klar. Aber vielleicht haben Sie nicht richtig hingeguckt. Also, das ist ein kleines Missgeschick auf dem Weg hierher. Und hier habe ich in den letzten Jahren all Ihre Entwürfe reingeklebt. Hier, die Auswahl der Schnitte und Farben und die Stoffe. Das ist wie eine kleine Bibel für mich geworden. Ich habe seit Jahren nur einen Wunsch. Und zwar genau hier zu arbeiten, bei LCL. Und als diese Stelle dann ausgeschrieben worden ist, das war wie der Sechser im Lotto. Bitte, geben Sie mir eine Chance. Wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Sie haben Mut. Nicht jeder wird es wagen, hier reinzukommen, ohne vorher anzuklopfen. Die meisten wagen es danach auch nicht. Schätzchen. Glauben Sie, ich wäre an der Spitze von LCL, wenn ich alle paar Stunden meine Meinung ändern würde? Nein. Warum glauben Sie dann, dass ich Ihnen heute eine Chance gebe? Ich denke, ich war gestern deutlich genug. Beurteilen Sie wirklich so sehr nach Äußerlichkeiten? Ja. Aber Das ist die Realität der Modewelt. Wenn Sie Höhenangst haben, werden Sie wohl auch kein Astronauten. ach, dieser Vergleich hinkt. Ja, besser hinken als rollen. Ich habe vielleicht keinen Cola-Light-Arsch wie Ihre anderen Angestellten. Aber ich habe mich bei Ihnen noch nicht als Model beworben. Ich bin eine Designassistentin und zwar eine richtig gute. Da wird sich Ihr zukünftiger Arbeitgeber ja richtig freuen. Und jetzt verschwinden Sie. Onkel Justus, könntest du mal kurz das Taxi bezahlen? Ich habe echt keine Zeit mehr. Schon wieder. Jessica, hey. Oh, das ist ja mein kleiner Maxi-Scheiße. Oh, dich so vermisst. Hat er sich gut benommen? Ja, geschrien, gefuttert, Bäuerchen gemacht, geschlafen. Das war so ein erfolgreicher Morgen. So, ich muss aber jetzt los. Oh, wo ist deine Familie? Ja, mach ich. Ja. Ach so, bevor ich es vergesse, hier ist was für dich angekommen. Sie sind da. Aha. Jessica von Stiel, Schloss Königsbrunn. Ja, ist doch ein Schloss hier. Sonst würdest du ja nicht Butler heißen, sondern Hausmeister oder so. Ja, aber du kannst doch nicht einfach, entschuldige, und wieso überhaupt von Stiel? Geile Idee, ne? Es passt doch viel besser zu diesem ganzen Kasten. Oh, guck mal, die i-Pünkelchen. Ich wollte eigentlich sie ein bisschen größer machen, aber hier, das sind kleine Krönchen. Da habe ich einfach noch eine in die Mitte gemacht. Aber Jessica von Stiel, also Darfst du behalten. das ist doch
Von wegen. Wie, dein Kommissario ist verheiratet und das erzählst du mir so ruhig? Es ist nicht mein Kommissario. Er und Saskia reden und Frank hofft natürlich, dass sie jetzt in die Scheidung einwilligt. Aber weißt du, die beiden sind schon so lange getrennt, also das könnte Frank auch auf eigene Faust durchziehen. Dann verstehe ich auch, dass du so glücklich bist. Ja, das bin ich. Er wollte, dass ich mir heute den Tag frei nehme. Was habt ihr vor? Er hat es noch nicht verraten, aber ich habe so eine Ahnung. Aha. Er hatte gestern Flyer für eine Vernissage. Zeitgenössische peruanische Künstler. Also das freut mich sehr für dich, dass er sich für solche Sachen begeistern kann. So hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Ach nein, wie denn dann? Eher so als kernigen Sportler, der dir beim Survival-Training in der Rhön am Lagerfeuer ein selbstgefangenes Kaninchen grillt oder so. Ja, da würde er sicher auch eine gute Figur machen. Aber Ricardo, ich und Sport, da prallen zwei Welten aneinander. Was mich interessiert, das ist Oper, Kunst, Theater, Mode. We're driving long nails into coffins. You've been having sleepless nights. Hallo, Frank. Und wie war das Gespräch mit Saskia? Sie hat in die Scheidung eingewilligt. Wie schön für dich. Das erspart dir eine ganze Menge Ärger. Und wollten wir beide was unternehmen? Allerdings, wir feiern, dass ich bald ein freier Mann bin. Und damit du mit einem Jungspund wie mir mithalten kannst, habe ich gedacht, gebe ich dir einen kleinen Schnupperkurs im Nordic Walking. Outfit habe ich schon besorgt. Du meinst das ernst? Hey, Hi, ich bin übrigens Emilio. Martha. Kims Cousine. Victoria hat mir erzählt, dass du hier im Catering arbeitest. Du bist also Martha, ja, dann herzlich willkommen. Danke. Und da du schon wieder hier bist, vermute ich, dass du den Job bekommen hast, hä? Fettnäpfchen, das tut mir leid. Schon gut. Was macht sie? Übt sie, wie man für Tanja von Landschaft Knien rum? Das ist Paula, eine Näherin von uns. Sie hat gerade ihre Kontaktlinse verloren und wir müssen die finden, weil sie ein Kleid für Rebecca fertigstellen muss. Kann ich ihr vielleicht helfen? Da war sie. Das tut mir total leid. Ich kaufe dir natürlich eine neue. Du fliegst am besten sofort los und kaufst dir eine und... Was kosten so eine Kontaktlinsen? Ist mir egal. Wer näht so lange das Kleid fertig? Wenn das nicht fertig wird, verliere ich meinen Job. Ich mach das. Du? Ja. Wie jetzt? Wer bist du denn? Ich kann das. Ich bin gelernte Schneiderin. Ehrlich. Okay, aber versaus nicht. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Sonst sind wir beide tot. Das ist nämlich ein Prototyp aus Rebecca's neuester Kollektion. Prototyp. So dürften abgelegte Mätressen wenigstens den Ostflügel nicht verlassen. Ich bin keine Matratze. Zumindest die ohne Großhirn. Papa! Hi, schön, dass du endlich zurückrufst. Naja, also, ein bisschen Zeit hast du dir ja schon gelassen. Immerhin ist der Kleine schon 2 Wochen alt. Wann kommt ihr uns denn besuchen? Was? Ja, aber du kannst doch deswegen nicht mehr sauer sein. Ja, ich dachte nur, jetzt, wo der Kleine da ist, da... Und meine Geschwister? Du hast sie doch gegen mich aufgehetzt, oder? Aber weißt du was? Ruf mich einfach nie wieder an, ja?
Die wollen alle meinen Sohn nicht sehen. Papa ist immer noch sauer, weil ich mich damals als Chefin ausgegeben habe. Krass, ne? Mach dir doch nichts draus. Ich meine, Günni ist eben Günni. Arsch. Jessica, jetzt schau mal. Du bist eine... Ist in Ordnung. Ich weiß ja, wie er ist. Ich hab nur gedacht, jetzt mit dem Kleinen, das... Aber ich lauf ihm doch nicht nach. Die Verkäuferin hat gesagt, die Farbe liegt voll im Trend. Papageiengrün. Naja, soll ja wohl in erster Linie motivierend sein, oder? Eben. Und deswegen schlage ich vor, wir gehen jetzt zu dir nach Hause, du ziehst dich um und wir legen gleich los. Frank, das ist nicht so einfach. Es ist unheimlich viel los. Später hat sich noch eine große Gruppe angesagt. Und mein Fuß ist seit unserem Waldabenteuer auch noch nicht richtig okay. Ich habe in meiner Laufbahn schon überzeugendere Alibis gehört. Außerdem wollten wir ehrlich zueinander sein. Also gut. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn mich jemand in diesem Outfit sähe. Das war deutlich. Ich wollte ja diplomatisch sein. Und was das Nordic Walking betrifft, ich weiß, du hast damit begonnen, nach dieser Schussverletzung. Aber für mich... Machen das nur Rentner und Schwerstversehrte. Haben meine Kollegen auch erst gesagt, bis ich meine Zielgenauigkeit bei den Schießübungen auf 98% gesteigert habe. Also, Nordic Walking hält nicht nur körperlich. Ja, ich halte mich aber lieber geistig fit. Zum Beispiel bei dem Besuch einer Vernissage. Um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, dass du mich heute dorthin entführst. Ich? Wie kommst du denn darauf? Warum hast du denn dann gestern diese Flyer rumgeschleppt? Was für Flyer? Ah. Da war meine Einkaufsliste hinten drauf. Und du hast gedacht, Charlie, beim besten Willen nicht. Also diese Typen mit den schwarzen Rollkragenpullis und ihren bunten Seidenschals, ja, die irgendeine, was weiß ich, Spanplatte an die Wand nageln und dann schlaue Sprüche machen. Also beim besten Willen nicht. Ja, aber in Signalfarben ohne schier Langlauf zu machen, das ist natürlich viel besser. Helmke. Bin unterwegs. Großeinsatz am Hauptbahnhof. Noch mal Glück gehabt. Armes kleines Maxchen. Deine Opa will nichts mit dir zu tun haben. Der andere Opa weiß nichts von dir, weil er irgendwo verschollen ist. Genau wie dein Vater. Dabei ist er so ein kleiner Wonneproppen. Darf ich mal? Na klar. Weißt du, ich habe mir das mal überlegt. Wahrscheinlich ist es wirklich besser, dass du auf deinen Vater und deine Geschwister nicht mehr allzu viele Hoffnungen setzt. Deine Familie ist ja auch noch größer. Ja, du hast recht. Die Latschen sind jetzt meine Familie. Ja, ich dachte da eher an... Weißt du, ich wohne doch jetzt hier. Ich habe den Sohn eines Grafen. Wieso weine ich nur eine einzige Träne dieser buckligen Verwandtschaft nach? Oh, ja. Oh. Da. Nee. Oh. Das hast du gut gemacht, Maxchen. Das Ja. hast du ganz gut gemacht. Ja, sehr gut. Warte. Hier. Komm, geh schon. Ja? Ja, zieh dich um. Nicht, dass du noch ein Herzkasper kriegst, wenn dich jemand vollgekleckert sieht. Ludwig und Hagen von Lahnstein tot in den Fluten. Tödliches Drama auf hoher See. Kein Wunder, dass unsere neue Familie gerade so durchhängt. Weißt du was? Du und ich, wir werden das ändern.
Was machen Sie hier? Wer sind Sie überhaupt? Wo ist Paula? Ich bin gleich fertig. Sie sitzen hier gerade in einem streng geheimen Prototypen für die Herbstkollektion. Der darf nicht in fremde Hände kommen. Ich sage auch niemandem was. Ich nähe nur das Kleid schnell weiter, weil es doch so schnell fertig sein muss. Das geht rappi-zappi. Ja, Sie haben hier gleich rappi-zappi eine Klage am Hals. Tada! Fertig. Sie waren doch gestern schon mal hier. Für die Stelle als Designassistentin, oder? Hier. Ich wollte wirklich nur helfen. Moment, warten Sie. Das hier hat er mir geschenkt. Tja, das ist natürlich... Na nun frage ich Sie, Luca, sehe ich aus, als würde ich so etwas tragen? Nein. Er erwartet, dass ich in diesem Outfit mit ihm Nordic Walking mache. Aber weiß, dass ich generell mit Sport wenig am Hut habe. Naja, ein bisschen Bewegung ist ja an und für sich gar nicht schlecht. Männer. Da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Aber Sie sollten sich überlegen, für wen Sie arbeiten, Luca. Nein, Sie haben natürlich vollkommen recht. Das da geht gar nicht. Nur weil er Kommissar ist, kann er sich nicht rausnehmen, dass wir alle nach seiner Pfeife tanzen. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht ran. Essen mit Charlie. Hummer, Seezunge, Waldmeister. Naja, da kennt er Sie offensichtlich ziemlich gut. Reichen dir die Videoaufnahmen denn nicht mehr? Ja, die Fotos sind ja nicht für Hagen. Also auch, aber nicht nur. Eigentlich sind sie ja für die von Lahnsteins. Ja, weißt du, das ist ja wirklich eine schöne Idee, aber meinst du nicht, du solltest auf einen etwas günstigeren Zeitpunkt warten? Immerhin ist die Familie noch im Traum. Ja, genau, deswegen mache ich das doch. Weil es auch einen Grund zur Freude gibt. Maximilian ist auf der Welt. Der ist der neue Stammhalter, wie Hagen schon sagt. So, und das ist doch wohl ein Grund zur Hoffnung, oder? Naja, also, mal hierher schauen. Ja, im Prinzip ja. Nicht nur im Prinzip. Und mit den Fotos will ich erreichen, dass die Familie Lahnstein das auch sieht. Ach so. Ja. Ich würde trotzdem mit dem Zeigen der Bilder auf einen etwas günstigeren Zeitpunkt warten. Versteh doch. Die werden Augen machen, wenn die Bilder erscheinen. Wieso erscheinen? In der Grandezza. Die wollen eine Fotostory rausbringen, in der ich als das neue Familienmitglied der Lahnstein-Familie gezeigt werde. Sag mal, Jessica, bitte, das hast du nicht gemacht. Mach noch eins. Nein, sondern weil du sie als Assistentin abgelehnt hast und So, sie trotzdem bitteschön. einen Tag Vielen später Dank. wieder kommt, um Paula zu helfen. Vielleicht war sie eine Waldorfschülerin und tanzt regelmäßig hier nach. Und? Die reden schon seit einer Ewigkeit. Uiuiui, Rebecca sieht ganz schön sauer aus. Ja, klar ist die sauer. Sie hat sogar gesagt, sie verklagt mich. Aber wenn ich nähe, dann geht alles wie von alleine und ich bin wie weggebeamt. Ja, kenne ich. Geht mir beim Kochen genauso. Wieso hast du nicht mal von dieser bescheuerten Idee abgehalten? Ich arbeite doch gar nicht hier. Ja, was ein großer Fehler ist, meiner Meinung nach. Ey, du könntest jedem mit geschlossenen Augen ein Klavier in die Backe nehmen. Du bist wunderbar. Aber stattdessen habe ich in einem streng geheimen Prototypen herumgefummelt. Das ist sowas von strafbar. Oh, oh. Und was passiert jetzt? Jetzt wandere ich in den Knast. Sie wollten einen Job? Sie haben ihn. Aber... Ich flippe aus. Ja, leider nicht als Designassistentin, sondern als Näherin. Ich habe noch nie so eine exakte Arbeit gesehen. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht genau das, was Sie sich vorgestellt haben. Aber wenn Sie unbedingt zur LCL wollen, das ist Ihre Chance. Überlegen Sie sich's.
Begreifst du das nicht? Merkst du nicht, dass es unweigerlich bei der Familie so ankommt, als wolltest du dich lediglich in Szene setzen? Und das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Okay, Justus, du begreifst es nicht. Es ist genau der richtige Zeitpunkt und das habe ich dir die ganze Zeit versucht zu erklären. Glaub mir, niemand in der Familie von Landstein wird sich über so einen Artikel freuen. Glaubst du, die freuen sich über diese ganzen anderen Artikel? Hast du die mal gelesen? Da geht's nur um Tod und Trauer, das ist total deprimierend. Ja, ist es. Aber das ist auch leider die Realität. Und dagegen kannst du dich auch nicht sperren. Die Realität ist, dass alle vor Trauer ihren kleinen Enkel vergessen. Siehst du? Ich bin für sie auch nur noch Luft. Jessica. Ich verstehe wirklich, dass du zu der Familie Lahnstein gehören möchtest. Zumal unsere Familie ja nun wirklich... Naja, ich habe ja auch meine Gründe gehabt, dass ich gegangen bin. Aber glaube mir, eins musst du wissen, Jessica. Du kannst dir Visitenkarten drucken lassen mit Krönchen und Adelstiteln, so viel du willst. Aber wir beide, wir sind hier nur geduldet und mehr nicht. Das mag vielleicht bei dir so sein, aber ich habe 9 Monate das Baby eines Grafen in meinem Bauch gehabt. Ja, eines Grafen, der leider verstorben ist. Nein, das ist doch überhaupt nicht raus. Dana glaubt auch, dass Hagen wiederkommt. Jessica. Hör mal, ich weiß auch, dass ich hier noch nicht 100% intrigiert bin. Integriert. Ja, auch. Wegen der Etikette und dem Ganzen. Aber ich bin lernfähig. Und mit so einer Aktion, da erreiche ich, dass Elisabeth, Rebecca, Sebastian, dass die mir alle dankbar sind und sagen, hey, das Leben geht weiter. Glaub mir, bitte, bitte zum letzten Mal. Du kannst nicht einfach eine Homestory bei der Gandezza anleiern, ohne vorher die Familie zu fragen. Aber sonst wäre doch der Überraschungseffekt weg. Überraschungseffekt? Jetzt kommt schon Charlie Schneider. Könnte schlimmer sein. Apfelgrün macht frisch. Und Dezent ist Schwäche. Ja, hallo. Hey, Charlie. Oh, Andi. Ich wollte mal nach Bellas kaputten Finger sehen. Ist sie da? Nein, die ist gar nicht da. Ich nehme an, sie ist mit Tristan weggegangen. Ach so. Ja, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Oh Mann, was für ein Tag heute. Wieso, was ist denn los? Hast du Stress? Chef? Tja, das kann man so sagen. Wegen dieser blöden Absperrung kommen meine Leute nicht auf die Baustelle. Absperrung. Ja, es gab doch diese Schießerei am Hauptbahnhof. Hast du doch bestimmt gehört. Eine Schießerei? Daneben gibt's doch die Bank. Die wurde überfallen. Eigentlich dachte man, es gibt eine Geiselnahme. Aber plötzlich kamen die Typen raus und haben wild um sich geballert. Andi Frank ist am Hauptbahnhof. Vielen Dank. Den Rest bestellen wir dann. Na, wenn die anderen da sind, ja? Okay. Sag mal, kannst du dir vielleicht nicht so nachgucken? Und wie war Marthas Vorstellungsgespräch? Nicht so gut, leider. Jetzt wart doch mal ab. Also Tanja hat sie natürlich abblitzen lassen, wie erwartet. Aber Martha ist heute Morgen noch mal hin. Tja, so ist sie, meine Nichte. Lässt sie nicht die Butter vom Brot nehmen. Da ist sie ja. Hey, Martha. Komm her. Es ist so schön, dass du wieder hier bei uns bist. Oh, mich auch. Das ist Marlenes Laden? Naja, sie hat ihn zumindest eingerichtet. Cool. Trefft ihr euch oft hier? Zwangsläufig. Ist halt der einzige Laden hier in der ganzen Nähe. Du, ich habe Mia mal angerufen, weil ich dachte, wir sehen uns ja jetzt. Gibt's was Neues von Hagen?
Aber er kommt wieder, das weiß ich. Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Aufgeben ist für Feiglinge. Und erzähl mal, hast du die Stelle? Also, das mit der Designassistentin, das ist nichts geworden. Aber Rebecca von Lahnstein hat mir eine Stelle als Näherin angeboten. Als Näherin? Aber dafür bist du doch völlig überqualifiziert. Ja, stimmt. Aber Flexibilität ist alles. Fußnähtchen und so. Für mich auch ein Wasser. Gestern habe ich noch gedacht, ich muss wieder zurück nach Neunkirchen. Ja, und dann wohne ich dann wieder bei Mama und vor lauter Frust gehe ich nach dem zweiten Frühstück ins Bett, weil mein Leben sich an mir vorbeigeschlängelt hat, wie auch immer es das schaffen will. Aber jetzt bin ich hier, in der Modestadt Düsseldorf, bei LCL, wo ich immer hin wollte. Ich sag euch, der Job als Näherin, das ist erst der Anfang. Natürlich kann ich dich da hinfahren, aber ich hab doch gesagt, es ist alles abgesperrt. Die lassen uns da eh nicht durch. Ja, dann müssen wir es wenigstens versuchen. Wo hast du die Autoschlüssel? Hm? Du weißt doch noch nicht mal, ob er... Vielleicht ist ihm ja auch gar nichts passiert. Andi, ich habe 3-mal angerufen und jedes Mal ist die Mailbox angesprungen. Jetzt such die Schlüssel. Ja. Wenn ich bloß gleich dran gegangen wäre. Mein Gott, Andi, wenn jetzt was passiert ist. Charlie, mach dich nicht verrückt. Es wird alles in Ordnung sein. Die Schlüssel. Sonst müssen wir mit meinem Auto fahren. Komm, ich kann meine holen drüben. Komm, hier sind sie. Gott sei Dank, los. Nimm sie weg. Wahnsinn. Du und Rebecca, ich meine, sie ist eine Design-Göttin. Obwohl sie selbst noch gar nicht so lange im Geschäft ist. Ihr beide seid glücklich, habe ich gehört. Naja, Mama, es ist immer noch ein bisschen peinlich, wenn sie jemand auf euch beide anspricht. Naja, Neunkirchen ist eben nicht New York, ne? Also wenn da 2 Frauen Händchen halten auf der Straße, da verbarrikadiert sie gleich die Eisdiele. Ja, wenn du möchtest, dann kann ich ja noch mal mit Rebecca reden wegen der Designassistenz. Das hat Victoria auch schon angeboten. Das mit Vitamin B, das ist mir peinlich. Ich will denen auch so beweisen, dass ich mehr drauf habe als Nell. Und dann häng dich mal so richtig rein und irgendwann löst du Tanja einfach als Chefin ab. Ich glaube, da werden dir ziemlich viele Leute gar nicht mal so wenig dankbar. Jetzt, entschuldige mal, sie ist wirklich nicht so schlimm. Du musst wissen, Marlene ist nicht ganz neutral. Die von Lahnstein? Ja, was denn? Die von Lahnsteins, die sind alle mit Vorsicht zu genießen. Naja, also du kannst auf jeden Fall erst mal super gern bei uns auf dem Sofa schlafen. Also bis du was Eigenes gefunden hast. Danke, sehr gern. So, aber jetzt wird erst mal angestoßen auf deinen neuen Job. Hallo. Ich habe den supergeilen Job bekommen. Ab heute bin ich die neue Designassistentin von Rebecca. Andi, und wenn er nicht durchkommt? Charlie, es heißt doch nur, dass ein Polizist angeschossen wurde, nicht dass dein Polizist. Er ist nicht mein Polizist. Entschuldigung, Kommissar Frank Helmke. Am Tatort hat man uns gesagt, dass er hierher gebracht wurde. Sind Sie eine Angehörige? Ich bin seine Lebensgefährtin. Tut mir leid, wir dürfen Informationen nur an Familienangehörige rausgeben. Aber hören Sie, ich muss doch wissen, wie es ihm geht. Können Sie mir denn nicht wenigstens sagen, ob er der Polizist ist, der mit einer Schussverletzung eingeliefert wurde? Also kommt der Kollege durch. Ja, aber ohne Ihre erste Hilfe wäre es ziemlich eng geworden. Der Kollege verdankt Ihnen sein Leben. Danke. Charlie? Frank, du lebst? Oh, Frank. Gott sei Dank. Es geht mir gut. Was ist denn los? Die Leute am Hauptbahnhof, die den Überfall gesehen haben, haben gesagt, dass ein Polizist angeschossen wurde. Es geht mir gut. Aber weißt du, es war auch blöd von mir, dass ich nicht gleich rangegangen bin. Und dann hatte ich die Schüsse auf meiner Mailbox. Und Oh, Charlie, entschuldige, es musste alles so schnell gehen. Weißt du, und jetzt habe ich hier die ganze Zeit vom OP gewartet, während der Kollege operiert wurde. bist du sicher, dass du völlig in Ordnung bist? Es geht mir ganz wunderbar. Ich sehe nur scheiße aus. Ja, man muss es tragen können. Kindchen, schlaf. Der Vater hüllt die Schar. Ein schwarzes und ein weißes. Wenn das Kindchen nicht schlafen will, dann kommt das Schwarze und beißt es. Die
Grandezza. Jessica von Stiel, hallo? Ja. Die Fotos sind super, oder? Oh. Na, ich dachte nur, so eine Fotostory wäre jetzt ganz gut, weil gerade nur so negative Sachen über die Landstands erscheinen. Ach so, also die Fotos sind nicht das Problem. Was, Sie wollen einen richtigen Fotografen vorbeischicken? Wie geil, großartig ist das denn? Ja klar, wann denn? Heute Abend auf Königsbrunnen. Nee. Nee, das ist kein Problem. Ja. Okay, dann bis später. Tschüss. Maxi, die wollen einen richtigen Profifotografen vorbeischicken mit allem Schnickschnack. Ja, dann drück mir immer die Däumchen, dass die Landsteins das nicht mitkriegen, sonst ist die Überraschung kaputt. Vitamin B also. Ich habe mich schon gewundert, wie du an so einen Job kommst. Natürlich habe ich den Job nur bekommen, weil ich sowieso die beste Assistentin bin. Aber im Gegensatz zu Martha hast du doch gar nicht die richtige Ausbildung. Also jedenfalls wäre es mir lieber gewesen, wenn Ansgar dich nicht dadurch zum Mathe-Lernen hätte motivieren müssen. Das ist doch egal. Ich hab's geschafft und das ist das Wichtigste. Ich habe die Prüfung sowas von gerockt. Schön, dass es bei dir geklappt hat. Dann ist jetzt aber Schluss mit ständigem zu spät kommen. Ja, Rebecca hat ja auch noch einen Chef. Glaub mal nicht, dass dein Herr Erzeuger das Allheilmittel für alles andere ist. Das war ein Spaß. Natürlich werde ich mich in den Job voll reinhängen. Ja, das hoffe ich auch. Also, sonst wäre das ja auch echt ungerecht. Ich hätte ihn so oder so nicht gekriegt. Leute, ich glaube, die Mittagspause ist echt längst vorbei. Oh ja, wir müssen dringend los. Martha, mach's gut, bis später. Tschüss, ja. Tschüss, Martha. Ziemlich dumm gelaufen. Ich kann bei LCL anfangen. Jetzt liegt's an mir, was draus zu machen. Das nenne ich mir die richtige Einstellung. Ich weiß. Hey, ich freue mich, dass du hier bist. Ich mich auch. Der Notar hat Elisabeths Antrag, Ludwig für tot erklären zu lassen, bei Gericht eingereicht. Ja. Sie haben versprochen, es zügig zu bearbeiten. Haben Sie sich schon Gedanken über die Trauerfeier gemacht? Nein, Oh, ihr seid ja schon fast fertig. Ich hätte gern ein Cappuccino mit Haselnusssirup. Oder diese Maca. Die andere Nuss. Wenn du möchtest, können wir uns auch drum kümmern. Nein. Ich kümmere mich lieber selbst. Wie lange dauert das ungefähr noch? Warum? War nur eine Frage. Es geht hier um die Trauerfeier. Die Frage ist natürlich auch, für wen soll diese Trauerfeier sein? Nur für Vater oder für Vater und Hagen? Dana ist noch nicht so weit. Ich finde, wir sollten sie zu nichts zwingen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Jessica. Herrgott, Justus, wenn Sie was von ihr wollen, dann sagen Sie es doch. Jessica eben ist ein Fotograf eingetroffen, der angeblich mit dir verabredet ist. Jetzt schon. Das ist nur... Also, ich will da mal nicht weiter stören. Hallo. Hi. Die Landstand ist mir fast an die Kehle. Tobsuchtsanfall vom Feinsten, echt. Hallo. Ich bin Martha, die neue Kollegin. Du bist ein Model? Siehst du aus? Ich mag keine Wattebällchen.
Nein, ich fange hier heute als Schneiderin an. Also nähe ich auch eure Kleider. Frau Wolf. Oder Kleidchen. Ich hoffe, beim Nähen haben Sie nicht solche Koordinationsprobleme. Entschuldigung. Ein Glücksbringer. Ihr Vertrag. Unterschreiben auf der gestrichelten Linie. Sie machen Ihre Arbeit pünktlich, schnell und ohne Verschnitt. Und für unsere Kunden machen Sie sich unsichtbar. Brauchen Sie eine schriftliche Einladung? Was heute los ist. Aber könnten Sie mir vielleicht ganz... Geil. Hallo. Verstehen Sie denn nicht? Sie hätten mir fast Ihre Überraschung versaut. Ich habe erst mit Ihnen heute Abend gerechnet. Wir können doch wieder gehen. Nein, natürlich nicht. Kommen Sie, wir machen die Fotos oben in der Suite. Ach, Jessica. Magst du mich nicht vorstellen? Na, ein bisschen Nordic Walking wäre nicht schlecht. Trotzdem. Wow. Selber, wow. Später. Mhm. Kommst du? Hör mal, Frank, wir müssen nicht unbedingt zu dieser Vernissage gehen. Frau, jetzt sag nicht, dass du doch lieber durch den Wald joggen willst. Hör mal, ich habe mich extra für dich in diesen Anzug gezwängt und mich mit der Krawatte halb stranguliert, ja? Zum Glück nur halb. Brauch dich nämlich noch. Ach, tatsächlich. Außerdem sind da doch nur diese Typen in schwarzen Rollkragenpullovern, die Spanplatten an die Wand nageln. Und vor allen Dingen zu viel reden. Schnell. Ruhig, schnell. Was will denn die Dicke hier? Hat die sich verlaufen? Hallo. Ich mag Martha. Ja, alle mögen Martha. Also alle aus meiner Familie. Hallo. Hallo. Hier, bitteschön. Für mich? Ja, als Willkommensgeschenk. Das ist dein erster Arbeitstag. So, dann alle mal kurz hergehört, bitte. Das ist Martha Wolf, eine neue Näherin von uns. Seid nett und zeigt ihr alles, was sie braucht, ja? Dankeschön. Gut, können wir dann? Also, da arbeitet Rebecca. Hier geht's zum Stofflager. Ja. Hier arbeitest du. Dann, Entschuldigung. Die Kaffeemaschine und Toiletten sind hier und... Hallo? Ja. Gut,
Also, wenn du irgendwas brauchst, dann mach. Ja, danke und danke für den Kaffee. Sehr gerne. Und was sollte das eben? Hä? Was? Das. Ich bin halt nicht im Mathe-Fanclub, das war ich noch nie. Dafür ist Dana mit ihr ganz dicke. Ihr sollt auch keine besten Freundinnen werden. Es geht ja nur darum, dass... Emilio, das will ich auch gar nicht. Jetzt überleg doch mal, wenn Martha sich jetzt an mich klettet, nur weil wir zufällig verwandt sind, dann färbt das auch auf mich ab. Ich bin jetzt Designerassistentin. Ich habe einen Beruf zu verlieren. Hm? Du hast den Groove, Baby. Und ich auch. Oh. Hallo. Nur damit ich das richtig verstehe. Du schiebst meinem Cousin diesen Bastard unter und dann versuchst du dich als seine trauernde Witwe zu feiern? Nein, ich wollte doch eigentlich nur, dass wir... Ach, Anke, das Gericht hat gerade angerufen, meinem Antrag wurde stattgegeben. Was ist denn hier los? Hagens kleine Mätresse versucht aus unserer Trauer Kapital zu schlagen. Das ist hier los. Nein, so war das gar nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Jessica. Der Fotograf war von der Grandezza. Dieses Bild hier sollte nur ein erster Vorschlag sein für eine Home-Story, die er mit ihr machen sollte. Ich wollte nur, dass ihr auch mal positive Schlagzeilen habt. Mit Hagens Sohn. Ihr. Wie selbstlos. Ich bin doch auch traurig. Aber... Ich wollte nur, dass... Es gibt ein Baby. Und das ist was Schönes. Und darüber sollte man sich freuen. Und das sollte man sich eigentlich viel stärker bewusst machen. Und deswegen wollte ich euch mit diesem Artikel überraschen. Hier haben sich schon viele Parasiten breit gemacht im Laufe der letzten Jahre. Aber nicht mal Tanja war so dreist wie du. Ich bin Maximilians Mutter und ich gehöre zur Familie. Ach ja? Seit wann das denn? Ich würde sagen, du gehst packen. Jetzt. To your heart.